Garantiert habe ich dich nicht gezwungen, mich zu küssen. Sie hat ihn geküsst? Seid ihr jetzt zufrieden? Ich soll was? Dein Anwalt feuern. Sebastian von Lahnstein will das. Er wird dich verteidigen. Sie wollen meinen Mandanten ins Gefängnis bringen. Das ist Ihre ganz persönliche Rache an Clarissa von Anstetten. Sie haben jetzt und hier die Chance, allen zu zeigen, dass Sie auch noch eine andere Seite haben. Jetzt zeig mir endlich, dass du die Frau bist, die ich liebe. Das Ehepaar Lahnstein, wir würden gern an Ihrer Unterhaltung teilhaben. Haben Sie ansonsten noch irgendeine für diesen Prozess relevante Frage an Frau von Lahnstein, die der Wahrheitsfindung dienlich ist? Nein, es ist alles gesagt. Danke. Herr Staatsanwalt? Keine weiteren Fragen. Gut, dann entlasse ich Sie hiermit wieder aus dem Zeugenstand. Vielen Dank. Das war's jetzt? Tut mir leid. Ich habe alles versucht. Ja, aber... Ich möchte noch was sagen. Mein Mann hat recht. Wenn Timo Mendes nicht der Enkelsohn von Clarissa von Anstetten wäre, hätte ich ihn niemals angezeigt. Während der ganzen Zeit der Entführung waren weder meine Tochter noch ich ernsthaft in Gefahr. Auf mich wirkte das Ganze eher wie die spontane Verzweiflungstat eines Jungen, der sich in eine fixe Idee verrannt hat. Ich bin sicher, dass Timo Mendes mich auch so freigelassen hätte. Ich nehme Ihre Aussage zur Kenntnis. Vielen Dank. Das Gericht zieht sich jetzt zur Beratung zurück. Okay, was willst du von uns? Gib's zu, es geht ums Geschäft. Ach komm. Glaubt ihr wirklich, ich würde nach einem so schönen morgendlichen Ritt über die taunassen Wiesen euch mit Geschäften belästigen? Ja. Also gut, ihr habt mich durchschaut. Elisabeth und ich spielen mit dem Gedanken, Clarissa wieder in die Geschäftsleitung von Linie CL zurückzuholen. Und jetzt versuchst du bei uns mal vorzufühlen, wie wir im Gremium abstimmen würden. Euch kann man einfach nichts vormachen. Ihr kommt ganz nach eurem Vater. Nenn mir einen Grund, warum wir diese Frau zurück in die Firma holen sollten. Sie wurde aufgrund falscher Anschuldigungen ihrer Position enthoben. Anschuldigung, die jeder geglaubt hat. Frag dich mal, warum. Naja, die Firma gehört im Grunde genommen Clarissa. Sie hat sie gegründet. Es war Tanja, die mit dem neuen Konzept für den nötigen Aufschwung gesorgt hat. Ja, das betont sie auch ständig. Trotzdem ist Clarissa ein paar Jährchen länger in der Branche. Aber ich finde, die wesentliche Frage ist doch, können die beiden einigermaßen friedlich zusammenarbeiten? Ja, wir dachten, wenn sie sich gegenseitig bekriegen, kämpfen sie wenigstens nicht gegen uns. Wenn das mal gut geht. Ich habe ein gutes Gefühl. Also Fakten wären mir lieber. Und wie sieht's aus? Schlägt sich Sebastian gut? Ich glaube schon, ja. Bist du dafür verantwortlich? Oh ja. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte Timo Mendes ist der Freiheitsberaubung gemäß § 239 StGB schuldig und wird zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Die Kosten des Verfahrens trägt der Angeklagte. Die Verhandlung ist geschlossen.
wird nicht kommen. Ach, Mama, was ist denn schon passiert? Du hast auf der Tanzfläche einen anderen Mann geküsst, unter Alkoholeinfluss. Also wenn das keine mildernden Umstände gibt. Ihr wisst ganz genau, dass da mehr war. Ich bin mit Ansgar zu Kims Hochzeit nach Venezuela geflogen. Wir haben uns amüsiert und für einen kurzen Moment bin ich schwach geworden. Es wäre fast passiert. Fast. Okay, vergiss die mildernden Umstände. Danke, Dame. Ich wusste es. Ich bin auf dem Sprung. Ich stehe unten im Halteverbot. Kein Essen für mich. Was? Teller Suppe geht immer. Deine Rede. Ich wollte mir nur ein paar Decken holen. Ist doch ein bisschen frisch in meiner Pension. Wieso schläfst du denn nicht hier auf der Couch? So wie in euren früheren Ehekrisen. Das ist meine Lieblingsdecke. Weil die Krise vorbei ist, Marlene. Und? Ist der Anwalt zufrieden? Der auch. Aber in erster Linie dein Mann. Dann hat doch wenigstens einer von uns einen schönen Tag. Bis später, Emma. Du hast nicht ernsthaft heute für Timo ausgesagt, um mich jetzt allein zu lassen. Und du hast jetzt nicht ernsthaft eine Belohnung erwartet? Nein, das nicht. Aber vielleicht hast du ja eine verdient. Du hättest dich nicht wirklich getrennt, oder? Du hast einfach hochgepokert. Wie gut kennst du mich? Weißt du, Sebastian, man bekommt nicht immer das, was man will. Ich schon. Meinen Glückwunsch zum Gerichtsurteil. Danke. Dein Enkel braucht nicht ins Gefängnis. Das habe ich deinem Sohn zu verdanken. Er ist ein guter Anwalt. Der Beste. Wer hätte gedacht, dass Tanja so viel Kreide fressen kann? Und das für alle Welt. Das haben wir auch deinem Sohn zu verdanken. Wenn Tanjas friedfertige Phase weiterhin andauert, steht meinem Wiedereinstieg in die Firma nichts entgegen. Das kann nur das Gremium entscheiden. Ich bin mir sicher, du kannst deine Familie positiv beeinflussen. Vorausgesetzt, ich will das. Was heißt das? Es ist viel passiert. Stimmt. Die letzte Intrige hat Tanja eingefädelt. Naja, du hast auch nicht immer mit offenen Karten gespielt. Ludwig, wenn du jetzt einknickst, hat das Konsequenzen. Soll das eine Drohung sein? So weit würde ich nicht gehen. Aber wenn deine Familie mich nicht wieder als Geschäftsführerin einsetzt, müsste ich eine angemessene Abfindung verlangen. Und die Namensrechte nehme ich natürlich mit. Aber das ist dir ja wohl klar. Ist das nicht der Wahnsinn? Tanja von Lahnstein hat quasi zugegeben, dass sie mit mir Clarissa erpressen wollte. Ja. Oh, Mama, jetzt freu dich doch mal ein bisschen für mich. Ja. Ja, ich baue schon keinen Scheiß. Jo. Und grüß du Jan von mir. Mach ich. Alles klar. Tschüssi. Auf die Freiheit! Da bist du mal mit dem blauen Auge davongekommen, was? Ist dir klar, ja? Die Tante Charlie sagen würde, wir sind hier, um zu feiern. Mann. Riesenschwein gehabt, was? Riesenschwein und einen verdammt guten Anwalt, würde ich sagen. Ne? Auf die Freiheit! Woo! Freiheit? Bist du schon wieder geschieden? Also langsam frage ich mich auch, wie das mit der Freiheit gemeint war. Komm mal her, mein Kleiner. Herr Mendes, eine Sekunde bitte. Ja, auf jeden Fall die Katze. Henning Schrank, freier Journalist. Timo Mendes, dürfte ich Sie kurz was fragen? Ja, na klar.
Es geht mir vor allen Dingen um das Verhältnis Ihrer Großmutter zu Tanja von Lahnstein. Habe ich das richtig verstanden, dass es da eine Erpressung gab? Ja, keine Ahnung, wovon Sie da reden. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Schwachsinn, ja? Ist das nicht ein Wahnsinn? Tanja von Lahnstein hat quasi zugegeben, dass sie mit mir Clarissa erpressen wollte. Das lassen Sie sofort verschwinden und löschen das. Ansonsten kriegen wir beide ein riesengroßes Problem, verstanden? Timo, lass mal. Du musst dir nicht gleich am ersten Tag deiner Bewährung eine Prügelei anzetteln. Das ist eine Pension. Wenn Sie C.O. Thomas Wolf draufschreiben, dann kommt das an. Und wie lange wohnen Sie da? Bis mir die Decke auf den Kopf fällt. Pakete und alles andere lassen Sie mal ins Gestüt schicken. So machen wir es. Gut. Wolf, dann sind Sie doch sonst nie jenseits der Bäume. Kommt so schnell auch nicht wieder vor. Tschüss. Wiedersehen. Was wollte denn der Waldschrat? Herr Wolf hat seine neue Adresse für die Gehaltsabrechnung durchgegeben. Neue Adresse? Er ist zu Hause ausgezogen. Die arme Victoria. Die beiden waren so ein tolles Paar. Ja, das ist wirklich sehr schade. Oh. Na, so warm ist es doch noch gar nicht. Das ist alles relativ. Feierst du mit Tanja Versöhnung? Ja, auch wenn dir das nicht passt. Ach, wenn es dir dabei gut geht. Wie schön. Dann kann ich dir hiermit versichern, es geht mir blendend. Tanja hat ihren Frieden mit Clarissa gemacht. Meinetwegen. Das freut mich, wenn sie es ehrlich meint. Ja, und wenn du das ehrlich meinst, dann freut mich das umso mehr. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst. Ich sage das nur, weil möglicherweise eine neue Belastungsprobe auf Tanja zukommt. Die da wäre? Naja, seit Elisabeths Ausscheiden leitet Tanja die Firma allein. Ja, zum Glück. Und weiter? Ich werde heute im Gremium vorschlagen, dass Tanja eine zweite Geschäftsführerin an die Seite gestellt wird. Und wer sollte das sein? Das könnt ihr nicht machen. Stimmt so. Danke. Hey, eine Überraschung für uns? Ja, für Leonie und dich. Wie für mich auch? Also es ist nichts Großes. War eher so eine Spontanaktion. Kim und ich, wir haben einfach überlegt, wie ihr zwei am besten Timos Freiheit genießen könntet. Die beiden wollen schmutzige Details. Genau, und deswegen haben wir euch was gebastelt. Und ihr dürft damit spielen. Das ist eher so ein Symbol für eure Freiheit. Seid ihr bereit? Tada! Oh, wie süß seid ihr denn? Oh, ist das schön. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Danke. Danke. Wollen wir den gleich ausprobieren? Ja, sofort. Raus? Okay, ich bezahle nur schnell. So, wie viel macht das? Olli hat gesagt, es geht alles aufs Haus. Polter, die Polter. Na dann, auf geht's. Ja. Hey, dein Handy. Jetzt aber schnell. Dankeschön. Viel Spaß. Und fliegen Sie vorsichtig. Jo. Ist ja gut gemacht. Gleichfalls. Ich habe mein Handy hier liegen lassen. Ach, das war ihrs. Ja, wieso? Oh, das war ein Missverständnis. Das hat der Timo eingepackt. Der ist eben raus. Es ist mir doch scheißegal, was Clarissa eigentlich zusteht oder nicht. Nach dem Opfer, das Tanja heute gebracht hat, da soll ich ihr also direkt wieder in den Rücken fallen, ja? So würde ich das nicht sehen. Nein. Wie denn dann bitte? Es wäre klug, für Clarissa zu stimmen. Also ich bin sogar dafür, dass wir ihr den Posten noch vor der Neueröffnung von Linie CL zurückgeben. Das bietet sich geradezu an. Es bietet sich an? Ich werde meine Ehe aber nicht aufs Spiel setzen, nur weil du Tanja schrittweise entmachten willst. Wenn Clarissa nicht wieder eingesetzt wird, wird sie den Namen CL mitnehmen und eine neue Firma gründen. Sie besitzt die Namensrechte? Ja, ich habe das nachprüfen lassen. Thomas. Wenn du Dana suchst, die macht mit Hagen Mittagspause. Nein, ich will eigentlich zu dir. Hier die Hochzeitskarte von Kim. Die hat sie mir auch gegeben. Ja, Entschuldigung, das konnte ich ja nicht wissen.
Wie denn auch? Jetzt, wo ihr eine Familie seid. Wundert mich eigentlich, dass Kim überhaupt an mich denkt. Also glaubst du, dein Sarkasmus bringt uns weiter? Weiter? Wohin weiter? Ich dachte, wir können vernünftig miteinander reden. Ich habe dir gesagt, dass da nichts ist zwischen mir und Ansgar. Ja, das hast du. Mehrfach sogar. Ich glaube, sogar kurz vor dem Kuss hast du mir das versichert. Dieser Kuss, dieser Scheißkuss. Ich wünschte, ich könnte ihn rückgängig machen. Es geht mir auch nicht um den Kuss. Ja, ich weiß, du fühlst dich ausgeschlossen, weil wir allein auf Kims Hochzeit waren. Ja, Ansgar und ich, wir haben uns sogar amüsiert. Aber es war ein Fehler, das war mir sofort klar. Diese ganze Reise war ein Fehler. Ohne dich. Es geht dir nicht um den einen Abend. Es geht dir auch nicht darum, was ich fühle. Oder was ich nicht fühle. Seit Monaten baggert Ansgar an dir rum. Und du schaffst es aber nicht, eine Grenze zu ziehen. Viel schlimmer, du ermutigst ihn sogar. Sorry, dass du so lange warten musstest. Ach, Entschuldigung, dass ich nicht länger bleiben kann. Es tut mir leid. Wirklich leid. Dann bleib doch einfach hier. Geht nicht. Weißt du, bis zur Eröffnung von Linie CL ist noch so viel zu tun. Aber ich verspreche dir, wir machen heute Abend da weiter, wo wir aufgehört haben. Die Einweihung. Kannst es kaum abwarten, was? Ja, hey. Neue Räume, neue Ära. Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein herrliches Gefühl das ist, dass ich wieder ganz alleine das Sagen habe. Kein Kompetenzgerangel, keine Kompromisse. Tanja, ich habe da unten... Okay, ich verspreche dir, wenn ich Clarissa sehe, ich werde nicht den ersten Stein werfen. Was? Nein, ich habe... Auch nicht den zweiten. Hm? Bis heute Abend. Wenn Markenrecht mein Fachgebiet wäre, dann hätte ich Sie wohl nicht kontaktiert, oder? Ja, schon. Das heißt also, Linie CL könnte unter diesem Namen gar nichts mehr verkaufen. Ja, richtig gerne aus. Wiederhören. Sagt nichts, ihr seid wegen der Abstimmung hier. Und du weißt offenbar schon, dass Clarissa ihren Namen zurückziehen will, wenn wir nicht auf ihre Erpressung eingehen. Ich weiß sogar noch mehr. Sie würde glatt damit durchkommen. Wieso denn mit der Erpressung? Sie will sich nur zurückholen, was ihr eigentlich gehört. Das heißt, du stimmst für sie? Ich sehe das so. Wir haben unser Lahnstein einfach an ihren Namen rangeklatscht. Wird das ein neuer Feldzug nach? Rettet die Sumpfereule jetzt. Schützt Clarissa? Ein guter Verlierer hält irgendwann mal die Klappe. Hallo. Können wir uns ganz kurz aufs Wesentliche konzentrieren? Meine Stimme im Gremium hast du. Gegen Clarissa und damit für Tanja. Das Schlimme ist nur, ich sehe mittlerweile selbst keine Alternative mehr, als Clarissa zurückzuholen. Also wenn du eine Auszeit willst, kein Problem, ich verstehe das. Vicky. Ja, wirklich, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Das hatten wir doch alle schon. Das bringt nichts. Eine Freundin hat mir neulich von ihrer Paartherapie erzählt. Ja, ich weiß, dass du nicht viel von Therapeuten hältst. Aber wenn man so lang verheiratet ist, dann staut sich einiges an. Um meine Probleme loszuwerden, muss ich nicht auf die Couch. Aber manchmal tut es ganz gut, eine unabhängige Meinung zu hören. Ein Profi, der einem sagt, was man falsch gemacht hat. Hat's dir was gebracht bei deiner Freundin? Sie haben sich getrennt. Ja, aber wenigstens waren sie sich nach der Therapie sicher, dass es die richtige Entscheidung ist. Super. Ich glaube, das Geld können wir uns sparen. Jetzt guck nicht so. Für unser Problem gibt's nur eine Lösung. Und die heißt Scheidung. Und ich war mir so sicher, dass ich heute Nacht der einsamste Mensch im ganzen Universum sein würde. Nur mit einer Aussicht auf einen trostlosen Innenhof. Und ich wäre der zweiteinsamste Mensch gewesen. Ich bin frei! Aber bitte versprich mir, dass du das ernst nimmst, was der Richter gesagt hat. Du darfst wirklich keinen Mist bauen, gar keinen. Ja, das ist ein bisschen blöd. Wieso?
Naja, ich habe mir das alles so schön ausgemalt. Im Knast lerne ich die richtig harten Jungs kennen. Und die bringen mir erstmal so gewisse Grundsachen bei. Du weißt schon, Erpressung, Überfall, schwerer Einbruch. Und dann, wenn ich rauskomme, ist alles perfekt geplant. Und du bist mein Lockvogel. Naja, damit die Security-Männer in der Bank schön abgelenkt sind. Na, schönen Dank auch. So ein Quatsch. Ich werde nie wieder irgendwas tun, was dich in Gefahr bringt. Das klingt doch schon besser. Und ich werde meine zweite Chance nutzen. Abi, Pilotenausbildung und dann... Wohin soll ich dich fliegen? Wohin willst du? Überall. Da, wo du bist. Da bist du ja. Ach, Sebastian, ausgerechnet heute habe ich wirklich Besseres zu tun, als ständig hin und her zu fahren. Hast du eine Ahnung, was der Alte will? Diese Gremiumssitzung, die ist wirklich wichtig. Pass auf, Folgendes ist passiert. Ah, warte mal ganz kurz. Ja. Ja, da können Sie auch nicht sein, weil ich Ihnen gesagt habe, Sie liegen auf meinem Schreibtisch. Tanja, gut, dass ich dich noch sehe. Vorher. Ich wollte dir nur sagen, ich stimme dagegen. Genau darüber wollte ich gerade mit dir sprechen. Wogegen stimmst du? Meine Meinung kennst du. Gegen die Wiedereinsetzung von Clarissa als zweite Geschäftsführerin. Jetzt sag mir nicht, du hast es die ganze Zeit gewusst und bist nur nicht dazu gekommen, es mir zu sagen. Guten Tag. Schranz, mein Name. Ich hätte gerne Timo Mendes gesprochen. Sind Sie der Großvater? Ja, worum geht's denn? Das kann ich Ihnen genau sagen. Er hat mein Handy gestohlen. Timo. Bestimmt nicht. Doch, es gibt eine Zeugin. Also, wo ist er? Hören Sie, ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß auch nicht, wann er zurückkommt, aber eins weiß ich, es kann sich nur um ein Missverständnis handeln. Natürlich. Mein Enkel stiehlt nicht. Merken Sie sich das? Na, jedenfalls sehr dumm von ihm, gleich am ersten Tag gegen seine Bewährungsauflagen zu verstoßen. Eben. Denn Timo ist nicht dumm. Sagen Sie ihm bitte, dass ich da war. Und wenn es ihm nur um die Aufnahme ging, hätte er mir mein Handy wenigstens zurückgeben können. Welche Aufnahme? Egal. Er kann sich auf eine Anzeige gefasst machen. Schönen Tag noch. Tja, Frau Wolf, ich bedauere außerordentlich, aber Gräfin Lahnstein ist vor etwa einer Stunde, Dankeschön, in die Stadt gefahren und ich weiß auch nicht, wann sie wiederkommt. Waren Sie mit ihr verabredet? Nein, ich hatte nur gehofft... Ja, es ist auch egal. Ja, wenn ich sonst irgendetwas für Sie tun kann? Danke. Grüßen Sie Elisabeth von mir. Sehr gerne. Justus, meine Golfschläger glänzen nicht mehr so schön in der Sonne. Vielleicht könnten Sie noch mal... Selbstverständlich. Victoria. Ist was passiert? Nichts, was dich interessieren würde. Ja, weißt du, alles, was dich betrifft, interessiert mich. Ich habe gehört, dein Mann ist ausgezogen. Und? Fühlst du dich dadurch jetzt besser? Gib doch nicht mir die Schuld für deine zerrüttete Ehe. Ich bin nicht die Ursache, ich bin bestenfalls die Lösung. Die Lösung wäre gewesen, wenn ich mich vor 19 Jahren nicht auf dich eingelassen hätte. So kann man das natürlich auch sehen. Ich möchte nur, dass du weißt, dass ich mit offenem Visier kämpfe. Ich will dich. Ich bin hier. Auf Wiedersehen, Ansgar. Ist das jetzt sowas wie ein Test? Tanja, wenn du friedlich reagierst, hast du gewonnen? Als mein Vater mir davon erzählt hat, da habe ich genau so reagiert. Ah ja, zuerst. Und dann hast du gedacht, hey, hol ich doch Clarissa wieder ins Boot. Da kommt so richtig Stimmung in die Bude. Können wir vernünftig darüber reden? Nein, Sebastian, das können wir nicht. Nicht nach den letzten Wochen und Monaten. Du willst also lieber einen Prozess riskieren, der die gesamte Firma lahmlegt? Willst du das? Du gibst auf, bevor du überhaupt versucht hast zu gewinnen. Dann war das vor Gericht also doch alles nicht so ernst gemeint? Und es geht alles von vorne los?
Jetzt passt mal auf, du übersiehst ja eine winzige Kleinigkeit, mein Lieber. Clarissa hat von Anfang an deutlich gemacht, dass sie die alleinige Geschäftsführung will. Und wenn hier etwas von vorn losgeht, dann nur, weil ihr das zulasst. Nicht, wenn du dich an unsere Vereinbarung halten würdest. Siehst du nicht, wohin dieser ganze Streit uns führt? Ihr macht euch gegenseitig das Leben zur Hölle, weil keine von euch beiden aufgeben will. Aber du und Emma, ihr wurdet bereits entführt. Hm? Was soll denn bitte noch passieren? Willst du, dass ich auch die andere Wange hinhalte? Tut mir leid, Sebastian. Das ist mir etwas zu christlich. Ach, ihr seid schon beim Thema? Dann können wir zur Abstimmung schreiten. Komm. Die haben aber hier schicke Sachen. Die kleine Spritze hat echt gut getan. Gerne. Ach, Timo, sag mal, hat dich Arno erreicht? Der wollte irgendwas Dringendes von dir. Ach so? Check mal die Mailbox, ja. Sie haben eine neue Sprachnachricht. Timo, nie erreicht man dich, wenn man dich braucht. Hier war gerade so ein Reporter. Der hat behauptet, du hättest sein Mobiltelefon gestohlen. Völlig absurd natürlich, aber bitte melde dich. Könnt ihr euch an diesen Fritz im Nolamitz erinnern? Dieser Journalist, der mich ausquetschen wollte? Der behauptet, ich hätte sein Mobiltelefon geklaut. Das ist ja völliger Quatsch. Wie kommen die Schleimer drauf? Der will mich fertig machen. Ey, wenn er dich wegen sowas anzeigt, dann kriegst du richtig Ärger mit deiner Bewährung. Ich warte doch nicht, oder? Ich hab doch nichts gemacht. Nee, das... Scheiße. Ist es etwa? Die Kellnerin hat mir das gegeben. Wir beide haben gedacht, das ist meins. Okay, also wenn dieser Pestpilz dich anzeigt, dann hast du ein Problem. Ja, und das Problem fährt auch gerade vor. Okay, was hast du jetzt vor? Ich sag denen einfach, wie es wirklich war. Ganz blöde Idee. Gib das Handy her. Schnell. Los. Hinsetzen, beide. Was hast denn du vor? Psst. Nee, was machst du da? Lauter. Jetzt ganz entspannt. Cool. Hey! Sie sind noch der Reporter, der mit im Gericht war. Herzlich willkommen. Ich finde es übrigens wunderbar, dass Sie eine Story über Timos Fall machen. Ist er da? Wir müssen uns unbedingt mal über Ihren Beruf unterhalten. Ich wollte schon zur Zeitung da... Ach, da konnte ich noch nicht mal lesen. Und bei Ihnen sieht man sofort, dass Sie ein Vollprofi sind. Nein, echt. Also ich glaube, Sie lassen niemals nach, oder? Ach, da ist er ja. Guten Tag. Sind Sie Timo Mendes? Ja. Sie werden von Herrn Schranz beschuldigt, sein Mobiltelefon gestohlen zu haben. Warum? Und Sie sind ganz sicher, dass Ihr Telefon weg ist? Ja, ich bin sicher. Und er hat's. Also mit solchen Beschuldigungen wäre ich vorsichtig. Also ich habe schon zigmal gedacht, dass mein Handy irgendwie weggekommen ist, geklaut, wie auch immer. Und wo war es im Endeffekt? In der Jacken- oder Hosentasche. Dein Kumpel nervt. Also, wo ist es? Ihre Handynummer. Bitte. 0178 305 397. Ach ja. Das ist also Ihr Mobiltelefon, was Ihnen angeblich entwendet wurde? Tja, ich werde es wohl zufällig in der Tasche gehabt haben. Ich glaube, der Fall ist für mich erledigt. Auf Wiedersehen. Ungeachtet des Lärms da draußen schreiten wir jetzt zur Abstimmung. Meine beiden Stimmen dafür. Tanja und Clarissa als Doppelspitze? Das ist wie eine große Koalition. Stillstand statt Fortschritt. Und damit Gift für jedes Unternehmen. Ich bin dagegen. Dafür? Die Firma steht dir nun mal zu. Ich möchte bei Linie CL jemand, der meine Arbeit wirklich zu schätzen weiß. Und deshalb bin ich dafür. Tja, ich wiederum bin der Meinung, dass ein Übel besser ist als zwei Übel. Deswegen bin ich dagegen. Ja, ich bin auch dagegen. Überraschung, ich auch.
Ja, wenn es nach mir ginge, wäre keine der beiden Geschäftsführerinnen, denn ich spreche sowohl Tanja wie auch Clarisse jede Loyalität zu unserer Familie ab. Es wäre trotzdem wichtig, wenn du in dieser Angelegenheit Position beziehen würdest. Nein, ich enthalte mich. Mehr sage ich dazu nicht. Sebastian? Nee, ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Versteh mich jetzt bitte. Es gibt keine Alternative. Wenn wir sie nicht zurückholen, dann gibt es Linie CL ja nicht mehr. Das heißt im Klartext? Ja, ich bin dafür. Tja, damit ist Clarissa von Anstetten mit 5:4 Stimmen als zweite Geschäftsführer von Linie CL zurückgewählt worden. Die außerordentliche Sitzung ist geschlossen. Wie bitte hast du das angestellt? Warte. Ich glaube, ich will das gar nicht so genau wissen. Wie auch immer, der Idiot glaubt auf jeden Fall, dass sein Handy nie weg war. Wenn es wirklich glaubt, sei mal dahingestellt. Aber das Gegenteil beweisen kann er wohl auch nicht. Hoffentlich. Sie schon wieder. Guten Tag. Ach, Herr Mendes. Wenn mein Handy nie weg war, wieso ist dann die Aufzeichnung von Ihrem Telefonat weg? Wissen Sie, ich habe mal gehört, dass bei stark magnetischen Feldern sich Daten von alleine löschen. Und bei Ihrer Ausstrahlung ja. Na, jedenfalls krieg ich Sie dran. Mal sehen, was Ihr Bewährungsrichter dazu sagt. Moment mal. Hab ich das gerade richtig verstanden? Sie haben ein Telefonat meines Enkels mitgeschnitten. Ist das nicht illegal? Also ich wollte, dass er es löscht. Hat er aber nicht gemacht. Ja, dann werde ich Ihnen sagen, was ich mache. Ich werde dem Polizeipräsidenten, ja, ganz guter Bekannter von mir, einmal verdeutlichen, welche Praktiken bei Ihnen so üblich sind. Ach, Sie glauben mir nicht? Meine Firma hat sein Haus komplett umgebaut. Seitdem sind wir... Schönen Tag noch. Sag mal, Opa, hast du wirklich so eine Connection? Ich weiß es nicht. Opa, du hast gelogen. Ich weiß nicht mal, ob er ein Haus hat. Wie hast du denn so schnell den Mitschnitt gelöscht? Ich glaube, das will dein Opa Arno auch nicht wissen. Das kann mir jetzt jeden Tag passieren. Ich stecke irgendein Handy ein und zack, bin ich im Knast. Tanja, bist du hier? Tanja, sei bitte jetzt nicht albern. Hör zu, versteh mich doch bitte. Ich musste so handeln. Lass uns doch wenigstens drüber reden, hm? Tanja? Sebastian, weißt du, wo Tanja ist? Weg. Wie weg? Ist sie ins Büro? Hast du noch mit ihr sprechen können? Mach dir keine Gedanken. Ich weiß, das war ein harter Schlag für Tanja, aber sie ist in erster Linie Geschäftsfrau. Morgen bei der Neue... Hör auf! Denkst du eigentlich immer nur ans Geschäft? Hier, willst du wissen, was sie mir geschrieben hat? Das werde ich dir nie verzeihen. Ach, du weißt doch, wie impulsiv sie ist. Das legt sich wieder. Du hast das einzig Vernünftige getan. Und vor lauter Vernunft meine Ehe aufs Spiel gesetzt. Sie meinen, Sie haben das Gespräch belauscht? Also ich muss doch sehr bitten. Frau Wolf hat lediglich den Anruf einer ihrer Töchter entgegengenommen, als ich sie zur Tür geleitete. Und?
Was hat sie gesagt? Oh, Linse, Sie verstehen doch, dass ich Ihnen derart private Informationen nicht preisgeben kann. Natürlich. Ja. Ach, übrigens habe ich Ihnen vom Mittagessen ein besonders schönes und zartes Stück Braten aufgehoben. Genau wie Sie es mögen. Sie glauben doch wohl nicht, dass Sie mich so einfach bestechen können. Ja, obwohl es schon sehr traurig ist, dass die beiden sich scheiden lassen. Herr und Frau Wolf. Die beiden wirkten immer so harmonisch miteinander. Und? Nichts. Ich hole Ihnen jetzt den Braten. Ja. Oh, Graf, kann ich etwas für Sie tun? Danke, Justus. Sie haben schon genug für mich getan. Lassen Sie sich's schmecken. Ach, weißt du, Papa ist eben manchmal ein Sturkopf, der sich in was reinsteigert und dann kommt er irgendwie nicht mehr raus. Ja, und dann sagt er manchmal Sachen, die er gar nicht so meint. Diesmal nicht. Diesmal ist es endgültig. Es ist vorbei.